Ja, The Crew Motorfest. Es ist jetzt schon über einen Monat alt und ich denke mal, die es aktiv spielen, haben, denke ich mal, die Playlists alle durch. Da gibt es natürlich noch eine Menge Herausforderungen, aber ja, man macht sie oder man macht sie nicht, je nachdem, wie man Bock hat. Aber wenn man sie abgeschlossen hat, was macht man dann? Ja gut, das Spiel hat dann eigentlich kein Content mehr für dich auf Lager, außer natürlich die Summits, die jede Woche neu sind. Aber die sind ja auch schnell abgehakt. Aber um in den Summits Platin zu holen, ist hin und wieder mal, je nachdem, was gerade so bei Platin angeboten wird, vor allem wenn Autos da sind, braucht man viele Punkte. Und die kriegt man natürlich nur, wenn man sich da mal ein bisschen reinhängt. Ne? Meistens ist man mit 1,2 Millionen safe, mehr oder weniger. Besser sind 1,25 oder 1,3. Aber ja, helfen tun dir dabei Goldteile. Oh ja, Goldteile. Man kennt sie noch aus The Crew 2 und in Motorfest sind sie genauso da, ne? Das sind einfach Teile, wo du 2 Boots noch draufhauen kannst. Und davon gibt es ja einige. Nitro-Mischer, Punktebrecher, Schatzsucher, EP-Magnet, Bug-Magnet und Beutejäger. Habe ich einen vergessen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall musst du diese Sets farmen und zwar für jede Fahrzeugkategorie. Es gibt ja Street Tier 1, Street Tier 2, Dragster, Hypercars, Flugzeuge, Boote, Driftcars, Rennwagen und so weiter. Und für jeden musst du jedes Set, wenn du zum Beispiel den Nitro-Mischer einmal komplett hast bei Street Tier 1, kannst du den aber nicht bei Street Tier 2 oder Dragster-Autos benutzen. Da musst du ihn dann nochmal farmen. Und da kommen wir jetzt zu dem Problem von The Crew Motorfest. Es ist extrem. Und ich meine es auch so, wie ich es sage, extrem schwer, Goldteile zu bekommen. Inwiefern meine ich das? An sich ist es nicht schwer, die zu farmen. Es gibt da Tricks, um Goldteile zu farmen. Das Problem ist einfach, es dauert ewig. Die meisten haben den Trick benutzt mit der Radarfalle. Durchfahren, spulen, durchfahren, spulen. Und das ist eine Sache, die in meinen Augen eine der traurigsten Dinge überhaupt ist, die ich seit langem gesehen habe. Weil die Leute spielen das Spiel nicht. Nein, die hocken darum wirklich Stunden und Tage und spulen hin und her. Was ich ja an sich nicht verwerflich finde. Ich finde es halt nur traurig, dass man darauf angewiesen ist, weil alles andere einfach extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Denn selbst wenn du das ein paar Stunden machst, hast du kein Goldteil-Set zusammen, wenn du Pech hast. Es kann wirklich Ewigkeiten dauern, weil das Spiel ist so programmiert, dass es dir 2 bis 3 Teile oder ein letztes Teil nur super, super selten gibt. Wer das Spiel öfter spielt, weiß, was ich meine, ne? Zum Beispiel fehlt dir ein Nitro-Mischer beim Steuergerät und du bekommst ums Verrecken keine Steuergerät-Goldteile und farmst und farmst und farmst und hast mittlerweile schon alle anderen Sets 3 oder 4 Mal, aber dieses eine verdammte Teil kommt einfach nicht. Natürlich gibt es jetzt, wie gesagt, diese Sache Goldfinger und Glück, die du auf die Goldteile machen kannst, um natürlich die Prozente zu erhöhen, um die Chance auf Goldteile zu erhöhen. Dann kannst du noch bei Fahrer deine Legendenpunkte verteilen. Das gibt auch nochmal Bonus und seitdem ist es ein bisschen einfacher, Goldteile zu bekommen, aber trotzdem kann es unter Umständen immer noch Ewigkeiten dauern, bis du für ein bestimmtes Fahrzeug bzw. eine bestimmte Kategorie das Set zusammen hast, was du willst. Und beim Kalibrieren ist es manchmal dasselbe. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn ihr auf Glück oder Goldfinger geht oder EP. Manchmal habt ihr es First Try und manchmal drückt ihr da und habt mal eben 500.000 verpallert. Ne, weil das kostet ja auch Geld. Und das kommt einfach nicht. Ne? Und das Prinzip ist halt extrem. Jetzt ist die Frage, warum haben die das so gemacht? Und ja, es ist halt wirklich brutal gewesen mit dieser Radarfalle. Mittlerweile haben sie es gepatcht, weil denen das auch zu viel geworden ist. Ich meine, die Leute saßen da wie World of Warcraft Spieler in South Park. Und in erster Linie haben sie das aber, glaube ich, gepatcht wegen diesen wegen diesen Hackern, beziehungsweise Cheatern, die Makros benutzen. Ja, da macht quasi ein Programm für dich die Arbeit und spult die ganze Zeit hin und her und hin und her und hin und her. Und deswegen gibt es da Leute, die einfach Level 5000 mittlerweile sind. Auch richtige Keckos halt, ne? Leute, die man nicht braucht, aber Ubisoft kann da nichts gegen machen, weil sie nicht direkt nachweisen können, wie oder ob da wirklich jemand cheatet oder selber spielt. Dabei müssten sie eigentlich nur gucken, aber das ist wahrscheinlich technisch gar nicht möglich, ob man irgendwie die Kontrolleingaben von dem Spieler feststellen könnte, weil dann wird man ja sehen, dass die Eingaben immer zu exakt dem gleichen Zeitpunkt, zu den exakt gleichen Abständen eingegeben werden, Tastatureingaben, und schon haben sie es. Weil kein normaler Mensch, der per Hand spielt, drückt immer haargenau zu demselben Zeitpunkt die Knöpfe. Aber ist auch nur so eine Idee, aber okay.
Die Frage ist halt, warum haben die es so gemacht? Warum machen die es den Spielern so schwer, Goldteile zu farmen? Ich meine, ich kenne genug Leute und einige der Streamer, die Motorfest regelmäßig streamen, zum Beispiel Sir Fixifo oder Marvin Keno, Teftu und so weiter. Die haben Stunden und Tage damit verbracht, diese Teile zu grinden. Oder ein anderer Kollege hat 4 Tage gebraucht. 4 Tage, je, keine Ahnung, wie viele Stunden, 5, 6, 8 Stunden Grind pro Tag. 4 Tage, um das letzte Teil für seine Drag-Fahrzeuge zu bekommen. Und das ist echt krank. Normalerweise würdest du ja denken, du spielst das Spiel einfach legit, fährst deine Rennen und dann in der Zeit sammeln sich die Goldteile. Und es sammeln sich auch Goldteile, allerdings sehr wenig. Selbst wenn du im Grand Race Erster wirst, kriegst du keine Goldteile. Das Ding ist, ich habe einfach das Gefühl, die wollen damit einfach nur die Spielzeit bei den Spielern, die es wirklich immer spielen, ne, strecken. Weil sie ansonsten kaum Content haben. Und ich will das Spiel nicht schlecht reden. Ich feiere so Motorfest, ne? Genau wie ich Forza und so weiter feiere. Aber ich glaube wirklich, die wollen es strecken, weil die Playlists, wenn sie durch sind, sind sie durch. Du hast die Herausforderung und danach hat das Spiel dir nichts mehr zu bieten, außer Summits und Grand Race, ne? Und diese Demolition Derbys. Aber karrieretechnisch bist du fertig erstmal. Und dann bleibt dir eigentlich halt nur, um halt im Summit auch gut mithalten zu können, Goldteile farmen. Und dass das so lange dauert, ist halt echt brutal. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel im Grand Race in den Top 10 bin, dann würde ich mir doch wünschen, Minimum irgendwie, dass es da einen Preis gibt, ja, wenn du Top 10 bist, mindestens 2 Goldteile, wenn du Erster bist, 3 Goldteile oder so, dass man das da irgendwie einkategorisiert, weißt du? Dass man immer so eine garantierte Belohnung halt hat, aber teilweise kriegst du grüne und blaue bei einem Grand Race, PvP, und da ist ja richtig Action, man kennt's, ne? Ich meine, die letzten Plätze würde ich sagen, ja, die kriegen halt keine Belohnung, allein auch um diese AFK-Spieler zu bestrafen, die da einfach nur doof rumstehen, um MP abzufarmen, aber man müsste da ein bisschen was dran ändern. Ich denke mal, es wird sich irgendwann auch ändern. In The Crew 2 hat es sich auch geändert. Da wurden am Anfang auch nicht so viele Goldteile rausgeschmatzt. Am Ende waren es schon mehr und trotzdem hat es da teilweise ein bisschen gedauert. Ich habe da, glaube ich, auch fast 200 Rennen gefahren in der Racing-Klasse mit normalen Street-Race-Karren da. Und erst dann habe ich irgendwann meinen Nitro-Mischer fertig gehabt. War genauso ein Grind. Aber hier ist es einfach nochmal einen Tacken schlimmer, weil es fällt halt extrem auf, dass du gewisse Teile sehr oft und viele kriegst, ne? Aber andere wiederum nicht. Da kommen einfach keine Goldteile. Warum ist das so? Zum Beispiel habe ich da ein paar Stunden mal gefarmt und habe die ganze Zeit keine Drag-Goldteile bekommen für Reifen. Keine Reifen. Einfach keine Reifen. Ich dachte so, was ist kaputt? Spiel neu gestartet, Konsole neu gestartet. Gibt keine Reifen. Ja, dann hatte ich wieder einen Moment, da bin ich das Hammer-Event da gefahren mit dem Elektrohammer, ne, wo man skippen konnte. Da habe ich auf einmal 30 Teile bekommen in 10 Rennen. 30 Goldteile. Und dann stundenlang wieder gar nichts. Als wenn es ein System gibt, was sagt, ja, jetzt kriegen die Spieler gerade mal mehr in den nächsten 1, 2 Stunden an Goldteilen. Und dann gibt es wieder Stunden, wo die sagen, oh, nö, jetzt kriegen die erstmal so gut wie gar nichts, ne? Und ja, die Radarfalle hat das Ganze eigentlich gut gekontert, aber es funktioniert nicht mehr. Die haben es halt so gepatcht, dass wenn du zurückspulst, erkennt das System, wann du die rote Zone triffst und dann setzt es deine Rückspulfunktion zurück. Es bricht dein Rückspulen ab und setzt den Timer wieder zurück auf 2 oder 3 Sekunden, sodass du nicht hinter die Radarfalle oder Flucht wieder spulen kannst und sofort neu anfangen kannst. Es gibt natürlich schon wieder Ausweichmöglichkeiten mit einem Flugzeug oder so. Aber ja, es ist interessant, dass sie es gepatcht haben. Aber wie ich schon sagte, ich denke mal, das liegt eher an diesen Makro-Noobs. Ist halt auch traurig, dass solche Pfeifen jetzt dann in diesem Crew-Hauptquartier da auf diesem Sternenkreis abgebildet sind. Ist halt die Hall of Shame oder so. Weißt du? Ich meine, damit kann man sich schon selbst auf die Schulter klopfen. Yo, hey, ich bin der größte Versager in The Crew Motorfest. Das muss er auch erstmal schaffen. Ne? Und irgendwelche Leute wie der coole Marcel oder so, die stehen dann da und so. Ja, hat sich ja richtig gelohnt, da Zeit zu investieren. Ne? Ja. So, rechnen wir uns also mal eine Antwort auf den Titel zusammen. Ist The Crew Motorfest zu grindy? Meine Antwort? Ja. Natürlich, wenn du ein extremer Grinder bist und Stunden über Stunden da investieren kannst und deine Zeit hast, dann hast du irgendwann deine Goldteile. Dann weißt du aber auch, was du dafür getan hast. Und dann kannst du dir auch genauso gut vorstellen, wie es für Leute ist, die vielleicht nur 1, 2 Stunden am Tag die Möglichkeit haben zu zocken oder nur am Wochenende mal zocken können, wie lange die jetzt brauchen werden, um komplette Goldteile-Sets zu bekommen. Ja, die werden wahrscheinlich sogar gar nie irgendwelche Teile zusammenbekommen, solange das so eingestellt ist, wie es jetzt eingestellt ist, weil es einfach viel zu lange dauert. Wenn der Kollege da, der jetzt allein für ein Teil 4 Tage gebraucht hat, weil er wahrscheinlich einfach extrem Pech hatte, ne?
und dann kommt da einer, der nur 1, 2 Stunden am Tag zocken kann, ja, der wird einfach Ewigkeiten brauchen, bis der seine Sets zusammen hat. Und es ist ja nicht nur ein Set oder 2, es sind Dutzende, ne? 5, 6 Stück pro Fahrzeugklasse oder so oder mehr. Und dann noch, keine Ahnung, wie viele Fahrzeugklassen du da hast, 10 Stück. Also da musst du farmen. Und wenn du da einfach nicht die Zeit für hast, ne, dann wirst du das nicht schaffen. Dazu kommt ja noch, wenn du nicht viel Zeit hast, hast du auch kein hohes Level, wodurch du dann weniger Legendenpunkte hast und dir auch die Bonusse nicht so einfach einstellen kannst. Hier Glück und Goldfinger unter Fahrer. Und ja, GG an der Stelle, ne? Ich glaube, das dauert dann einfach zu lange und die haben dann auf Dauer immer einen Nachteil im Summit. Die haben keinen Nitro-Mischer, die haben keinen Punktebrecher für Radarfallen, Slalom und so weiter. Die müssen da richtig, richtig reinschwitzen, wenn sie das überhaupt schaffen, dann daran zu kommen, an die Punkte, die sie brauchen für die Top 10.000. Und dementsprechend, finde ich, ist The Crew Motorfest für die normalen Spieler, die da nicht so viel Zeit für haben, viel zu grindy und benachteiligt die im Grunde. Und da sollten sich eigentlich alle Motorfest-Spieler einig sein bei der Tatsache, ne? Wie gesagt, man kann natürlich Glück haben und mal eben so ein Set in ein paar Stunden fertig kriegen. Aber ja, du hast da noch einige andere Sets vor dir. Aber ich denke mal, die meisten werden ihre Erfahrungen damit gemacht haben, wie schwer das ist teilweise, das letzte Teil zu bekommen oder so. Und ja, das war's dann an der Stelle. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ne, The Crew hat ja allgemein noch so ein paar Problemzonen, aber sie arbeiten dran, das ist sehr gut. Und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht mit The Crew Motorfest. Aber ja, ich bin raus an der Stelle. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr für eure Goldteile-Sets gebraucht habt oder ob ihr da immer noch am Farm seid. Wie findet ihr die Verteilung der Goldteile? Ist das so okay, dass das so ewig lang dauert oder meint ihr, nee, das sollte schon ein bisschen schneller gehen? Weil ja, der Grind ist schon sehr, sehr extrem. Also dann, ich bin raus an der Stelle. Lasst gerne ein Like da, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.